Also wir sind hier in Basel am Sitz von der IWB. Basel ist die drittgrößte Stadt von der Schweiz, grenzt an Frankreich und Deutschland. Und wir sind hier im Gundeldinger Quartier, am ehemaligen oder historischen Sitz vom Elektrizitätswerk Basel. Und das Gebäude ist über 100 Jahre alt. Beim Projekt im Heizwerk Bahnhof installieren wir 2 Heißwasserkessel für die Fernwärme mit je 15 Megawatt Wärmeleistung. Das ist der Unterschied zwischen den bisherigen Anlagen, ist, dass wir bis jetzt vor allem Grundlastanlagen erneuerbar oder CO2-neutral betreiben. Also der grosse Unterschied, was wir jetzt machen, ist, wir reden von Spitzenlast. Also wir wollen in kleiner Betriebsdauer wollen wir sehr viel Leistung zur Verfügung stellen. Und das ist das Ziel, dass wir eigentlich Spitzenlastleistung mit einem CO2-neutralen Brennstoff können, realisieren. Wo wir die Sanierung von dem Heizwerk als Ziel formuliert haben, haben wir einen CO2-neutralen Brennstoff verwenden. Und dann ist unsere Wahl auf Holzpellets gekommen. Man konnte Biogas nehmen, man konnte Strom nehmen. Aber wir haben uns für Holzpellets entschieden und der Meinung sind, dass das ein zukunftsträchtiger Brennstoff ist, den man gut lagern kann, den man einfach transportieren kann und auch an dem Standort ein gutes Projekt realisieren mit Holzpellets. Holzpulverbrenner oder Staubbrenner hat den Vorteil jetzt gegenüber einem anderen Führungssystem, wie zum Beispiel ein Rost, dass wir eigentlich mit einem Brenner können wir mehrere Brennstoffe nutzen. Wir können Holzstaub, wir können Gas, aber wir können auch zum Beispiel Öl oder flüssige Brennstoffe nutzen. Das heisst, wir haben eigentlich ein sehr flexibles, leistungsstarkes Führungssystem, das uns auch für die Zukunft gute Perspektiven bringt, wie wir die Anlage heute und zukünftig betreiben können. Die Mehrstoffbrenner haben aus unserer Sicht auch den Vorteil, dass sie eigentlich sehr ähnlich wie konventionelle Gas- und Ölbrenner funktionieren. Also es hat schnelle An- und Abfahrtzeiten, gute Regelbarkeit. Das heisst, wir haben eigentlich fast die gleiche Funktionalität, die wir mit unseren alten Gas- und Ölkesseln haben wir auch zukünftig mit Holzstaub. Und da sehen wir einen grossen Vorteil von dieser Technik gegenüber anderen Führungsmöglichkeiten. Wenn wir ein Projekt mit einer Kesselanlage realisieren, dann wissen wir, dass das eine Investition in die Zukunft ist, die 20, 30 Jahre soll in Betrieb sein. Wir wissen nicht, was in 10, 20 Jahren auf dem Markt an verschiedenen Brennstoffen oder Technologien vorhanden ist. Aus diesem Grund wissen wir heute, sind Pellets vielleicht aktuell und irgendwann wird es vielleicht andere Möglichkeiten geben, erneuerbare Gas, CO2-neutrale flüssige Brennstoffe und die Flexibilität, die wir eigentlich heute planen, die hilft uns auch in Zukunft eine Technik zur Verfügung zu haben, die dem gerecht wird. Die BKT hat uns ein interessantes und vielversprechendes Angebot eingereicht mit der technischen Lösung, die für uns sehr interessant war. Bei der Ausführung und Planung dieses Konzeptes haben wir aber gemerkt, dass wir einiges abändern müssten vom ursprünglichen Konzept. Das wurde aber mit dem BKT-Team sehr gut und mit viel Erfahrung gemacht. Wir sind auch froh, dass das BKT-Team uns da so extrem unterstützt hat, damit wir jetzt bei der jetzigen Phase ein sehr gutes Konzept haben, wovon wir überzeugt sind, dass es sehr gut verheben wird. Eine schwedische Firma, die ein Angebot für uns gemacht hat, hat für uns keine Probleme oder Sorge mitgebracht, weil wir sind eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die dem Submissionsgesetz unterstellt sind. Wir hatten keine Bedenken
beim Lieferanten, welcher Lieferant das war. Wir kriegen viele Angebote und wir kriegen viele verschiedene Konzerne, die solche Anlagen bauen. Und von dieser Seite hatten wir keine Bedenken. Die Begatech hat unsere Sorge, die wir am Anfang beim Angebot hatten, lösen können, wegbringen können durch ihre Erfahrung im Projektteam und ihren großen Einsatz, die sie für die Ausarbeitung des Projektes mitgebracht haben. Die neue Anlage, die neue Kesselanlage, das ist eine Spitzenlastanlage und die Anlage wird nur im Winter in Betrieb sein. Die IWB hat noch weitere Anlagen, die KVA und andere Holzanlagen, die für eine Grundlast sorgen. Die Spitzenlastkessel sind damit gemeint, dass die bei kälteren Perioden ein- und ausgeschaltet werden können. IWB hat schon seit eigentlich vielen Jahren immer in ökologische Projekte investiert. Geothermie, Biogas, Fernwärme, Abwärmenutzungen. Und heute hat man natürlich eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an die internationalen, nationalen und lokalen Ziele auch sehr stark orientiert und hilft, die Ziele mit zu verfolgen und auch zu erreichen. Der grösste Knackpunkt ist die Wärme, weil die Wärme ist der grosse Hebel für CO2. Und darum ist unsere grosse Aufgabe, die Wärmeversorgung CO2-neutral zu gestalten. Und da sind wir mit dem Masterplan unterwegs, das zu erreichen.